Hallöchen und oh mein Gott, das erste Video in der neuen Wohnung. Oh mein Gott. Ja, ihr seht schon, der Greenscreen hat sich geändert. Wie ich es bereits in einem meiner letzten Videos erwähnt habe, mussten wir wohl oder übel umziehen. Die andere Wohnung war einfach viel zu klein. Deshalb ging es auf die super interessante Wohnungssuche. Dafür haben wir 2 verschiedene Estate Agencies besucht. Das ganze Prozedere ist eigentlich ziemlich einfach. Man gibt anfangs seine Daten ein, die schauen dann für einen, ja, was sie so im Angebot haben. Natürlich kann man auch online suchen, aber es gibt auch einige Angebote, die man nicht online findet. Also haben wir uns ziemlich viele Wohnungen angeschaut, wobei es ging eigentlich. Darunter waren auch sehr kreative Sachen, wie zum Beispiel die kleinste Badewanne der Welt, die ich jemals gesehen habe. Ungelogen, die war glaube ich nur 1 Quadratmeter groß und ich frage mich immer noch, wie man darin baden soll. Dann gab es unter anderem auch eine Wohnung über einem Restaurant, die ziemlich günstig war, sehr gut geschnitten, total nah an der Station, aber da musste irgendwo ein Haken dran sein. Tja, und das Problem ist nämlich, wenn man solche Wohnungen hat, in der Regel, die in der Nähe oder über einem Restaurant sind, können da sehr viele ungebetene kleine Gäste erscheinen. Ey, diese verdammten Gockibüdi überall, es ist echt schrecklich. Beim zweiten, oder was der dritte Termin, ich bin mir gerade nicht sicher, hatten wir 3 Wohnungsbesichtigungen geplant. Und ehrlich gesagt, als wir die erste Wohnung betreten haben, war das für uns eigentlich klar, oh mein Gott, die ist es. Wow, also wir waren so überrascht, einfach erstens von der Lage, vom Preis und auch einfach, wie sie aufgebaut ist. Das war so, oh mein Gott, die oder keine. Danach haben wir uns noch eine andere Wohnung angeschaut. Da war uns aber relativ schnell klar, dass es die nicht wird. Und den dritten Termin, also die dritte Wohnungsbesichtigung an dem Tag, haben wir dann auch gecancelt. Ja, und dann hieß es als nächstes abwarten, ob der Vermieter auch Ja sagt. Also man hat sich quasi ja, für die Wohnung beworben. Und dann, als wir angenommen wurden, ich glaube, wir waren eh ziemlich lucky, weil wir, glaube ich, sogar die Ersten waren, die sich auf diese Wohnung beworben hatten. Auf jeden Fall haben wir sie bekommen und ja, dann hieß es natürlich als nächstes eine Umzugsfirma finden. Es kamen die verschiedensten Vertreter rein in unsere Wohnung und haben dann natürlich den ganzen Haushalt angeschaut, was transportiert werden muss etc. und bla. Einige haben uns auch Geschenke mitgebracht. Von einer Umzugsfirma haben wir sogar Reis bekommen, auch wenn wir uns letzten Endes nicht für die entschieden haben. Ja, aber ich denke auch, wir haben einen ganz guten Preis machen können. Und auf jeden Fall haben wir dann am nächsten Tag uns auch entschieden. Dann ging die ganze Packerei los. Alter Schwede. Die Pakete haben wir von der Firma gestellt bekommen, auch das Tape. Ich habe nebenbei mal so ein bisschen die ganze spannende Packerei dokumentiert. Guten Morgen, Leute! Hier kommt ein kleiner Zwischenbericht aus der aktuellen Baustelle. Ihr seht es bereits hinter mir. Es ist plötzlich eine Wand bzw. eine Schiebetür hier in unserem großen Raum. Ja, ich betitel es auch schon liebevoll als Ost- und West-Berlin hier. Die eigentlichen Kartons kommen eigentlich übermorgen, glaube ich, von der Agentur. Aber wir hatten noch 2 Stück übrig und da hat Ken gestern ganz brav schon gepackt. Nicht mehr lange. Am 26. kriegen wir die Schlüssel und da ist dann halt auch der Umzug und ich kann es noch alles gar nicht realisieren, ehrlich gesagt. Also vor allem das Blöde ist, dass er jetzt halt auch ab morgen auf Geschäftsreise ist und quasi ich dann alles alleine packen darf. Yay! Also ich meine, ich krieg's hin, aber schauen wir mal, ne? Boah, ich habe den ganzen Tag gewartet. Jetzt ist es 17:14 Uhr und die Kartons sind endlich da. Tape ist auch dabei. Das Packen kann dann so langsam mal beginnen, würde ich sagen. Ausmisten, ausmisten, ausmisten. Mit ein bisschen Musik nebendran. Und damit man auch ja weiß, wo man das Tape hinpackt, ja. Ja, keine Fehler hier, ne? Puh, ist echt ein Schlachtfeld, hey, und es braucht lang. Aber so langsam mache ich alles systematisch, ja, packtechnisch und
schreibe auf, was wo drin ist und markiere das natürlich mit einem süßen Sticker, weil das halt sein muss. Seine Eltern kamen eben und haben mir ein bisschen geholfen, vor allem diese Nägel hier rauszukriegen. Und noch mehr Kartons und viel, viel mehr Kartons. Und mein Yukata, bei dem ich vergessen hatte, dass ich das Bügeleisen schon eingepackt hatte. Naja, ich hoffe, er ist nicht allzu knittrig. Und dann habe ich heute mal so ein bisschen die Küche gemacht. Habe hier mal alles abgehängt, weil hier hingen vorher so Löffel, Kellen, bla, Pfannenwender. So, ach Gott, die ganzen Dinger muss ich auch noch abmachen, weil ich habe ja alles hier auf süß gemacht. Ja, es wird immer leerer. Hier, die ganzen Schränke habe ich auch schon leer geräumt. Ich weiß gar nicht, ob ich das im letzten Video gezeigt habe. Das geilste Mittel überhaupt, hochchemisch, aber es macht halt echt irre sauber, das Zeug. Und der Tetrisberg wurde immer höher und höher mittlerweile. Ich habe gestern noch den ganzen Tag geputzt. Boah, ich kann nicht mehr, Leute. Ich bin so fertig. Ich frage mich eh, wie ich das alles irgendwie geschafft habe. Jo, das hätte ich gern, aber geht leider nicht. Absolut meine Mut. Guten Morgen. Oh, ich lasse mich hier gerade beblasen vom Ventilator. Ja, heute ist der letzte Tag in der Bude. Wobei, naja, was heißt in der Bude? Ich treffe mich gleich mit den Mädels und trage endlich mal wieder seit Ewigkeiten meinen Yukata, nachdem ich ihn Tatsache letztes Jahr überhaupt nicht ein einziges Mal tragen konnte. Ja, dann werde ich schon die Schlüssel holen und dann kommt auch endlich mal wieder mein Mann nach fast 3 Wochen Geschäftsreise. Ja, und dann geht's morgen los. Alter Schwede, hey. Ging jetzt doch irgendwie schneller, als ich dachte. Naja, dann wollen wir mal. Wabbel, 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 wabbel. Ein tapferer Wabbelfisch. Nein, Erdbeben. Ja, das lief eigentlich alles ganz gut und recht zügig mit dem Packen. Die Sache war die, mein Mann war zu dem Zeitpunkt leider für 3 Wochen in Kobe auf Geschäftsreise. Das heißt, ich musste alles alleine machen. An ein paar Wochenenden kamen auch seine Eltern und haben mir mit so schwierigeren Sachen geholfen, wie zum Beispiel aus den oberen Schränken schwere Sachen runterzupacken oder Schrauben aus der Wand rauszuschrauben und solche Dinge halt. Das lief aber alles recht gut und zügig und hinterher habe ich dann auch alles geputzt. Und ich hatte auch relativ Glück mit dem Wetter, muss ich sagen, denn momentan ist die Hitze endlich leider da. Und davor hatten wir eine ziemlich lange Regenzeit dieses Jahr, muss ich sagen. Was mir aber ehrlich gesagt wirklich zugute kam, denn ich konnte alles ohne Probleme erledigen. Am Anfang fiel es mir sehr, sehr schwer, diese Gegend zu verlassen, denn ja, wie soll ich sagen, das erste eigene Zuhause in Japan und ja, ich bin einfach so in diesem Ort angekommen und habe diesen Ort einfach so lieben gelernt, dass es mir wirklich sehr schwer fiel und es gab so ein paar Punkte, die halt einfach super praktisch waren, denn ja, es ist schon wirklich schön, wenn du noch nicht mal eine Minute zum Supermarkt brauchst oder zur Poststation, aber ich habe es euch mal ein klein wenig gefilmt, wie meine ja, alte Hood aussah, also hier seht ihr es.
Ich hoffe, ich gewöhne mich sehr, sehr schnell an die neue Gegend. Bisher gefällt sie mir ganz gut. Sie ist komplett anders und wesentlich ruhiger. Ja, dann würde ich sagen, demnächst steht wohl eine kleine Roomtour an, nicht wahr? Bald ist sie fällig. Ein paar Sachen brauchen wir noch in der Wohnung, aber ja, ihr seht, es ist alles wirklich komplett anders. Also ich bin wahnsinnig froh über diese Wohnung. Ja, und ich hoffe, euch hat dieses kleine Umzugsvideo gefallen. Ja, so meine kleine Mini-Dokumentation nebenbei. Und ja, sorry, dass es ein bisschen gedauert hat, bis dieses Video kam, denn ich war so busy mit dem Umziehen und allem und Einrichten vor allem. Und dann noch diese Hitze einfach. Also damit komme ich einfach jedes Jahr echt schlecht klar. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Oder abonniert meinen Channel, falls ihr es noch nicht getan habt und Lust auf mehr Videos aus Japan habt. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Wieder mit gleichem Greenscreen. Man sieht sich. Bis dann. Ciao.